So, während Tobi jetzt hier noch weiter misst, um danach das Auto zu polieren und Keramik zu versiegeln, wollen wir uns jetzt hier mal ein anderes Thema angucken. Der hat matte Felgen. Und bei matten Felgen stehen wir immer vor der Problematik, dass relativ schnell Bremsstaub einbrennt, wir den durch Reiniger beseitigen können, aber dann halt auch am Ende sind. Also wir können bei matten Felgen nicht polieren und keine eingebrannten Reiniger- oder Bremsstaubreste entfernen. Und deswegen ist es so wichtig, gerade matte Felgen zu versiegeln, aber auch bei glänzenden ist es besonders wichtig. Und wenn man einen besonders hohen Schutzfaktor haben will, will man natürlich eine Keramikversiegelung wählen, aber auch eine möglichst hohe Schichtdicke wählen. Und wie man das machen kann, wollen wir euch jetzt mal an einem BMW X2 zeigen. Damit wir nicht die doppelte Arbeit haben, müssen die Felgen vor dem Versiegeln nicht komplett gereinigt werden. Wir empfehlen einfach einen Felgenreiniger aufzusprühen, gründlich abzuspülen, dann hat man den groben Dreck schon runter und den Rest machen wir gleich in Ruhe. Beim Demontieren benutzen wir einen Felgendorn, einfach um die Felge noch mal ein bisschen abzusichern. Näheres dazu findest du im Video hier oben, wie wir Felgen montieren und demontieren. Anschließend geht die Felge rüber bei uns in den Waschbereich. Und dort wird sie mit Felgenreiniger gründlich eingesprüht. Achte beim Anlehnen an der Wand darauf, dass du die Felge immer mit dem Felgenhorn nach vorne anlehnst. Natürlich darauf aufpassen, dass das Horn nicht an die Wand stößt, aber der Schwerpunkt der Felge liegt einfach hier und wenn du den andersrum anlehnst und dich dann wegbewegst, kann es sein, dass sie umfällt. Wie gesagt, sollte die Felge mit dem Stern nach vorne liegen, immer aufpassen, dass sie nicht umfällt oder ein Felgendrehgerät benutzen. Wir entfetten mit der Stufe 1 sofort auf der nassen Felge. Das hat den Vorteil, dass wir uns den Schritt des Trocknens sparen. Zweitens drückt das Lösemittel das Wasser aus allen Ritzen und wir können gleich beim Abwischen, beim Abtrocknen direkt entfetten. Da wir noch eine zweite Stufe benutzen zum Entfetten, ist das ja auch kein zusätzlicher Schritt. Nach der zweiten Entfetterstufe, so ist das bei dem Surfaces-System, füllen wir etwas von der Keramikversiegelung in die Airbrush-Pistole. Nimm am Anfang erstmal ein bisschen weniger und fuchs dich ran, wie viel du brauchst. Kontraintuitiv ist es wirklich so, dass du weniger benutzt, als wenn du es vom Hand oder mit einem Pad aufträgst, aber gleichzeitig eine dickere Schicht auf die Oberfläche kriegst, also eigentlich nur Vorteile. Nachteil ist, du sprühst das Zeug überall rum, das heißt, du brauchst eine gute Belüftung und unbedingt Arbeitsschutz. Das heißt, eine Halbmaske, achte wirklich darauf, eine Lackiermaske zu benutzen. So eine normale Staubmaske reicht nicht aus und Augenschutz muss definitiv sein. Beim Sprühen musst du sehr systematisch vorgehen, gerade auf diesen silbernen Felgen siehst du sonst nicht, wo du bereits warst und wo du noch hin musst. Also such dir ein System aus. Wir gehen einmal im Kreis außen rum, dann die Speichen nochmal extra und dann können wir die Felgen nach der kurzen Trockenzeit wieder montieren. Achte auf die Aushärtzeit nach Herstellervorgaben und dann viel Spaß beim Nachmachen. So, nach der Benutzung haben wir natürlich alle Handrückstände von Keramikversiegelung in der Airbrush. Damit es nicht immer sich weiter versiegelt und irgendwann nichts mehr rauskommt, ist es wichtig, die Airbrush zwischendurch durchzuspülen. Wir verwenden dafür einfach Isopropanol, ein bisschen mit Isopropanol aussprühen und dann legen wir sie in Lösemittel ein. Das ist jetzt im Endeffekt das Lösemittel von Colorlock, da ist noch ein bisschen mehr drin als Isopropanol. Einfach damit, falls Reste noch drin sind, die nicht festbacken, sondern dauerhaft gelöst bleiben. Wenn ich das nächste Mal nehme, spüle ich die einmal wieder mit Isopropanol durch, kann sie wieder benutzen und sie ist wieder einsatzbereit. Für alle, die sich Sorgen machen, wenn ich mit der Versiegelung auf die Reifen sprühe, werden die nicht hart, da habe ich keinen Fleck, also das ist keine Sorge. Wichtig ist, such dir ein Schema, dass du vielleicht sagst, einmal außenrum im Kreis, dann die einzelnen Speichen von vorne und von innen, einfach so, dass du sicher bist, dass du überall warst. Bei Hochglanzfelgen ist es ein Tick leichter zu sehen, aber wir haben natürlich auch viele Nicht-Hochglanzfelgen und zum Beispiel Mattefelgen. Von daher für uns eine Top-Methode. Wir arbeiten jetzt eigentlich nur noch so, weil du einfach weniger Materialverbrauch hast, eine höhere Schichtdicke erreichst. Alles super, alle gewinnen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.